Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Hier bei mir heute ist erst der 30.12., also morgen ist bei mir erst Silvester. Aber da ihr ja normalerweise sonntags ein Video kriegt und Sonntag der 1.1. ist, dachte ich mir, ich gönne mir mal 2 Tage Vorsprung und filme ein kleines bisschen früher ein Video für euch. Und ich dachte, was für eine gute Gelegenheit, das Jahr zu starten mit einem kleinen Live-Update, in dem ich euch einfach erzähle, was so alles passiert ist bei mir im letzten Monat. Die ganzen Videos, die ihr im Dezember gesehen habt, die hatte ich ja schon teilweise im November gefilmt, weil ich ja 2 Wochen Urlaub gemacht habe mit meinen Schwiegereltern. Also meine Schwiegereltern waren da und wir haben viel unternommen und ich habe in der Zeit nicht gearbeitet, sagen wir es so. Also ja, eigentlich schon Urlaub. Die Zeit mit meinen Schwiegereltern war mega, mega schön. Wir waren erst 3 Tage in Santiago, dann eine Woche am Meer und dann nochmal 4 Tage in Santiago, also insgesamt 2 Wochen. Gestern sind sie wieder nach Hause geflogen und es war total spannend, alles nochmal durch die Touristenbrille zu sehen und die ganzen typischen Orte zu besuchen und die ganzen Must-Sees und einige Sachen, die wir halt am Anfang einmal besucht hatten und dann nicht mehr. Und auch zu sehen, wie sich Sachen verändert haben. Und auch nochmal irgendwie so einen Blick dafür zu bekommen, für Sachen, die jetzt für uns schon normal sind, die aber für jemanden nicht normal sind, der jetzt erst seit kurzem hier ist quasi. Und es führt einem dann nochmal so die Unterschiede vor Augen. Es war eine fantastische Zeit. Ich habe es sehr genossen, auch wenn ich sagen muss, dass ich das nicht mehr gewohnt bin, den ganzen Tag mit jemandem zu verbringen. Seit ich selbstständig bin, also seit über einem Jahr, bin ich ja den Großteil des Tages allein zu Hause mit dem Hund. Und wirklich 24 Stunden mit jemandem oder mit mehr als einer Person vor allen Dingen auch zusammen zu sein, über 2 Wochen, das war echt auch ungewohnt, aber trotzdem mega, mega schön. Ich habe in der Zeit auch wieder irgendwie richtig viel über mich selber gelernt und ich habe ja im letzten Jahr auch sehr viel Fokus darauf gelegt, mehr über mich selber zu lernen, mich selbst besser kennenzulernen, meine Bedürfnisse besser kennenzulernen und auch dafür einzustehen. Und das habe ich auch durchgezogen und mir quasi Ruhe gegönnt, wenn ich Ruhe gebraucht habe vor den anderen und solche Sachen. Also von dem her durch und durch erfolgreich die 2 Wochen. Mir wurden auch richtig viele Sachen wieder mitgebracht aus Deutschland, auch Sachen, die mir schon gehört haben quasi, also jetzt nicht unbedingt neue Sachen, auch ein paar Sachen, die es hier nicht zu kaufen gibt. Auch Sachen, die halt mir gehören und die ich vermisst habe. Zum Beispiel habe ich mir meinen Dirndl mitbringen lassen, weil an meiner Geburtstagsfeier im Oktober habe ich ja ein Oktoberfest gemacht und dann hatte ich meinen Dirndl nicht hier und irgendwie wäre es schon gut gewesen. Für nächstes Jahr, beziehungsweise für dieses Jahr 23 habe ich also jetzt mein Dirndl. Dann habe ich mir außerdem meine Kristalle mitbringen lassen. Ich habe ja nur einen einzigen mitgebracht aus Deutschland. Kurzes Kristall-Update. Ihr kennt diesen hier wahrscheinlich, den habe ich in Korea damals gekauft und das ist der einzige Kristall, den ich besitze, lustigerweise, der nicht aus Chile ist. Denn als ich 2020 im Urlaub hier war, habe ich mir diese hier gekauft und damit nach Deutschland gebracht und dann nicht wieder mit hergebracht, weil ich nicht genug Platz im Koffer hatte. Das heißt, als ich in Chile ankam, hatte ich dann nur den und dann habe ich mir, glaube ich, letzten Monat oder vor 2 Monaten diesen Kristall hier gekauft, das ist ein Fluorid. Und jetzt im Dezember habe ich mir den hier gekauft. Das ist eine Moai-Figur. Das heißt, meine kleine, aber feine Kristallsammlung besteht zu 99% aus Kristallen aus Chile, lustigerweise. Aber das nur ganz am Rande. Ich habe dann natürlich reflektiert, worüber ich in diesem Video sonst noch sprechen will und was sich sonst so bei mir getan hat in den letzten 2 Wochen. Ich habe es eigentlich im Dezember relativ gut geschafft, täglich zu meditieren. Und das hat bei mir echt jetzt schon so einen richtigen Effekt in meinem Gehirn. Also ich spüre so eine richtige Veränderung in meiner Denke. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich bin so viel tiefenentspannter und ich fühle mich so viel mehr verbunden und ich möchte auf jeden Fall versuchen, das im nächsten Jahr weiterzuführen, weil ich echt das Gefühl habe, dass ich jeden Tag einen Schritt näher zu mir finde. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mein ganzes Leben, auf alles, was ich mache, auf meine Beziehungen, auf meine Arbeit, auf meine Finanzen, auf alles. Naja, und dann habe ich dieses Buch hier wieder in den Händen gehabt. Das habt ihr vielleicht so ein paar Mal schon rumliegen sehen bei mir. Ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Das Buch ist nämlich fast voll.
Das Buch habe ich gekauft, als wir im Jahr 2020 in den Urlaub gefahren sind. Mit dem Camper nach Schweden war das damals. Da war ich gerade an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich echt unzufrieden war und das Gefühl hatte, dass ich überhaupt nicht vorankomme und dass ich mir irgendeine Art von Fahrplan überlegen muss. Und einer unserer ersten Stopps auf dieser Campingreise war in Danzig. Und in Danzig habe ich auch dieses Buch hier in so einem Touristenstore gekauft. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendein Werkzeug, irgendeinen Kanal, wo ich meine Gedanken reinbringen kann. Und dann habe ich eben mit diesem Buch angefangen. Und auf der ersten Seite, das würde ich euch gerne vorlesen, der erste Eintrag in diesem Buch. Das Buch beginnt mit einem Lagebericht vom 11.08.2020. So unfit wie noch nie, mit zunehmend mehr Wehwehchen. Täglich 3 bis 4 Stunden Handynutzung. Körperliche Motivation auf dem Minimum. Gassi gehen auf dem Minimum. Finanziell immer noch nicht besser gestellt, obwohl ich schon seit über 2 Jahren arbeite. Mein BAföG ist immer noch nicht zurückbezahlt. Meine YouTube-Einnahmen sind nicht gestiegen. Meine Haare sind Stroh nach dem Blondieren. Im Oktober werde ich 29, also noch 1 Jahr und 2 Monate etwas zu ändern vor meinem 30. Geburtstag. Hier kommt mein 14 Monate Plan vor 30 und dann Dream Life by 30. Ja, inzwischen bin ich ja 31 und das Buch ist jetzt fast voll. Was ich also getan habe, war vor allen Dingen in diesem Urlaub, mich intensiv mit meinen Visionen auseinanderzusetzen, das alles aufzuschreiben, mir gezielt Ziele zu setzen und vor allen Dingen auch alle möglichen Zitate zu sammeln, wenn mir irgendwas zu Ohren gekommen ist, was total kleben geblieben ist bei mir im Kopf. Und dann habe ich mir teilweise so Listen gemacht mit Ziele, also 10 Ziele bis 2021. Und dann habe ich hier immer so abgehakt, Stand März 21, Stand August 21, Stand März 22. Also ich habe das wirklich die ganze Zeit benutzt. Dann habe ich meine Current Me vs. Future Me Übungen da drin gemacht. Immer wenn ich irgendwas gelernt habe, wo ich dachte, boah, das darfst du auf keinen Fall vergessen, oder irgendwelche Übungen, wo ich das Gefühl hatte, dass mich das echt weiterbringt im Leben, dann habe ich das hier alles reingeschrieben. Immer wenn ich irgendein Buch gelesen habe und da waren echt richtig gute Tipps drin, habe ich es da reingeschrieben. Aber es war kein Tagebuch in dem Sinne, sondern es ist wirklich einfach wie so ein Handbuch, um glücklicher zu werden, mit den verschiedensten Übungen und den verschiedensten Sachen, die man quasi immer wiederholt. Und wie gesagt, das Buch ist jetzt fast voll. Also ich glaube, ich habe hier noch so 8, 9, 10 Seiten, die ich jetzt heute und morgen füllen möchte mit meinen Reflexionen. Und dann würde ich gern ein neues Buch anfangen. Warum ich euch das erzähle, ist, weil ich es wirklich unglaublich finde, wie weit ich seitdem gekommen bin. Das sind jetzt 2,5 Jahre gewesen und ich erkenne mich fast nicht wieder, wenn ich dran denke, wie ich zu der Zeit drauf war. Das war mein allererstes Current Me, was ich damals gemacht habe. Wie ihr schon seht, ist da extrem viel los auf der Seite und damals habe ich auch beschlossen, mit dem Minimalismus anzufangen. Als ich aus dem Urlaub wieder kam, habe ich meine ersten Minimalismus-Videos hier auf YouTube gemacht. Und Minimalismus war natürlich auch ein sehr großes und wichtiges Werkzeug für mich und ist es auch immer noch. Aber das ist so verrückt zu sehen, dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist, als ich damit angefangen habe. Denn man unterschätzt immer, wie viel man eigentlich in einem Jahr schaffen kann. Zum Abschluss habe ich in diesem Buch dann eine Liste geschrieben mit all den Erfolgen, die ich seit 2020 verbuchen kann. Und es ist wirklich echt eine super lange Liste. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele vorlesen. Mein YouTube-Einkommen habe ich seitdem verfünffacht. Ich bin selbstständig, konnte meinen Job kündigen. Ich habe mein BAföG zurückbezahlt. Ich habe allein im vergangenen Jahr jetzt über 10.000 € an der Börse investiert. Ich habe Minimalismus in mein Leben implementiert und führe jetzt einen minimalistischen Lebensstil. Ich bin ausgewandert, ich habe Spanisch gelernt, ich habe meine spirituelle Reise begonnen. Ich habe einen komplett neuen Freundeskreis aufgebaut. Ich habe Freude an Sport gefunden, habe angefangen zu joggen. Ich habe angefangen, mich kreativ auszuleben und zu malen. Ich habe quasi hier mein eigenes Büro-Atelier und kann hier den ganzen Tag tun lassen, was ich will. Ich habe dieses Jahr meinen ersten richtig krassen psychischen Breakdown überwunden. Ich habe einen Capsule Wardrobe kreiert, mit dem ich mich mega wohlfühle. Ich habe meine Social Anxiety abgelegt. Ich habe ungefärbte, lange, gesunde Haare. Ich bin Vegetarierin bzw. Pesketarierin geworden, das war ich damals auch noch nicht. Ich habe es geschafft, dauerhaft 3 YouTube-Videos pro Woche zu produzieren. Ich habe mit Shadowwork begonnen und bin da auch sehr weit gekommen und allein im Jahr 2022 habe ich 17 Bücher gelesen.
Also es ist echt richtig krass, was ich in dem Zeitraum für eine Entwicklung gemacht habe, wenn ich das mal selber so sagen darf. Man soll sich ja immer selber nicht so sehr loben, aber ich finde es irgendwie trotzdem einfach unglaublich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es in weiteren 2,5 Jahren aussehen könnte, ich hätte mir damals niemals erträumt, dass ich so ein Leben führe, wie ich es heute führe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte in 2,5 Jahren noch ein krasseres Leben, von dem ich jetzt nicht zu träumen wage, und es geht immer so weiter. Ich meine, muss es natürlich nicht, ne? Ich bin auch zufrieden, wie es jetzt ist. Aber wenn man sich mal überlegt, was eigentlich im Leben möglich ist und dass man sich selber eigentlich nur diese ganzen Grenzen aufsetzt, dann ist es schon krass. Bevor ich dieses Buch natürlich abschließe, wollte ich auch meine Intentionen fürs neue Jahr da reinschreiben, also meine Ziele. Und am Anfang habe ich so 4 Kategorien gebildet. Ich habe mir halt überlegt, okay, ich dachte so ein bisschen an dieses, wie heißt das? Da gibt es auch irgend so eine Übung aus 10 Lebensbereichen. Dann habe ich überlegt, was 10 Lebensbereiche sein könnten. Also Privat, Spiritualität, YouTube, Finanzen. Aber im Endeffekt hängen alle Punkte so sehr miteinander zusammen, weil ich inzwischen einfach so ein integriertes Leben führe, dass jeder Lebensbereich auf alle anderen Lebensbereiche ausstrahlt und ich nicht mehr diese getrennten Kategorien habe. So, in meinem Job möchte ich das erreichen und in meinem Nebenjob möchte ich das erreichen und im Sport möchte ich das erreichen. Weil alles ist so verbunden inzwischen und so eins, dass ich einfach, ja, mein Leben ist einfach ein Ganzes geworden. Und ich habe nicht mehr diese getrennten Sachen. Bei mir ist inzwischen einfach alles integriert, alles bin ich und alles hängt miteinander zusammen. Deswegen würde ich nur ganz grob versuchen, das zu unterteilen. Aber eigentlich hängt alles miteinander zusammen. Ich möchte auf jeden Fall mehr Zeit in der Natur verbringen, weil ich einfach merke, dass ich hier, wo ich jetzt wohne in Santiago, mitten in der 8-Millionen-Stadt, nicht so leicht den Zugang dazu finde und nicht automatisch nebenbei so oft in der Natur lande und mir wirklich gezielt Mühe geben muss und es wirklich ein bisschen geplanter angehen muss, rauszufahren, um die Dosis an Natur zu bekommen, die ich brauche, damit ich mich wohlfühle. Rückblickend betrachten finde ich es so verrückt. In Erlangen habe ich direkt neben dem Tenloher Forst gewohnt. Da war einfach 10, 20 Kilometer ununterbrochen Wald und ich war in unter 5 Minuten dort. Ich konnte da jeden Tag reingehen und einfach ungestört den Wald genießen und ich habe es so wenig genutzt. Wenn ich das jetzt zur Verfügung hätte, würde ich das, glaube ich, ganz anders nutzen. Aber man weiß die Dinge immer erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Ich würde gerne mir mehr Mühe geben, auszunutzen, welche Freiheit ich tatsächlich habe. Ich bin ja jetzt nicht gebunden an irgendwelche Termine oder Arbeitszeiten und ich könnte viel mehr Ausflüge alleine machen, warte aber meistens, bis mein Mann zum Beispiel am Wochenende Zeit hat, mit mir einen Ausflug zu machen. Und ich mache es nicht so richtig alleine, einfach aus Bequemlichkeit so ein bisschen oder einfach, weil ich nicht so richtig auch auf die Idee komme. Aber wenn ich an mein ideales Ich denke oder an meine ideale Lebensvorstellung, dann würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass ich mehr rausfahre aus der Stadt sozusagen und auch alleine. Also da würde ich mir gerne ein bisschen mehr Mühe geben. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin meine Kreativität ausleben, so wie ich es begonnen habe im Jahr 2022. Also weiterhin viele Bilder malen, mich im Garten ausleben. Da muss ich ja noch einiges lernen, weil das Klima hier doch sehr anders ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich im Dezember fast täglich meditiert habe und diese Routine möchte ich auf jeden Fall beibehalten oder vielleicht sogar noch verstärken und wirklich Routinen schaffen, die mir das auch erleichtern und das quasi automatisch integrieren. Aber jetzt nicht auf die Tour, dass ich mich selbst unter Druck setze und irgendwie jeden Tag eine krasse To-Do-Liste habe mit spirituellen Praktiken, die ich abhaken muss, sondern einfach so eine Art Flow entwickeln, die es mir leichter macht, meinen idealen Tag umzusetzen. Ich möchte auf jeden Fall auch wieder mindestens genauso viele Bücher lesen, wenn nicht sogar noch mehr. 17 ist schon echt gut für ein Jahr und es ist mir auch nur möglich gewesen wegen dem Kindle. Ich habe echt so lange überlegt, ob ich mir ein Kindle kaufen soll und jetzt liebe ich ihn so sehr. Ich habe allein im Urlaub jetzt schon wieder, also mit meinen Schwiegereltern, 1,5 Bücher gelesen und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, weil wir eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs waren, aber irgendwie, wenn man hier und da mal ein paar Seiten liest, und ich habe ja auch mir beigebracht, schneller zu lesen, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Wenn euch das interessiert, googelt das gerne mal. Man kann sich nämlich selber sehr einfach beibringen, sehr, sehr viel schneller zu lesen. Was YouTube angeht, das interessiert euch vielleicht ja auch. Ich möchte ein bisschen weg von diesem
krass organisierten YouTube, wie ich es jetzt die letzten Jahre betrieben habe. Ich hatte ja wirklich einen starren Upload-Plan. Ihr wusst genau, wann, an welchem Tag, um wie viel Uhr ein Video kommt, was sicherlich auch seine Vorteile hat. Und ich hatte immer wiederkehrende Formate, die sich immer wiederholt haben, die sehr organisiert waren, die auch teilweise sehr zahlenfixiert waren und sind, aber auch natürlich, weil mir es sehr viel Spaß macht. Aber ich möchte mich ein bisschen davon lösen, dass es sozusagen ein Selbstzweck ist, sondern mehr nur noch in Anführungszeichen Videos machen, wenn ich wirklich was zu teilen habe. Vielleicht mit der Konsequenz, dass ich dann weniger verdiene, weil weniger Videos kommen, aber dafür qualitativ hochwertigere Videos und mit einer echten Message und nicht einfach nur, weil jetzt halt Sonntag ist. Das heißt, ihr könnt in Zukunft erwarten, dass die Uploade vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig kommen und dafür etwas tiefergreifende Inhalte. Ich wünsche mir auch so ein bisschen mehr Privatsphäre bei meinen Gegenständen. Ich habe ja die letzten 2 Jahre meinen kompletten Haushalt öffentlich mit euch geteilt, jeden Monat meine Käufe und das, was gegangen ist. Und ich fand das auch wichtig und gut. Und das habe ich auch gebraucht, wirklich dieses Zahlenfixierte, um einfach selber einen Überblick zu bekommen über das, was rein und raus geht und einen neutralen Blick zu haben auf die Sachen. Und ich finde auch wirklich immer noch, dass es eine sehr gute Methode ist. Und wenn ich jetzt von vorne anfangen würde, würde ich es auch genauso machen. Und ich werde es auch weiterhin privat machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich wirklich jeden Bleistift, jedes kleine Geschenk, was irgendwie im Paket war, weiterhin mit euch teile und auch jeden einzelnen Kauf und so, weil ich mich halt doch immer wieder dieser Kritik aussetze, warum ich jetzt das gekauft habe und nicht das, oder quasi meine Käufe oder meine neuen Gegenstände immer wieder bewertet wurden, ob das jetzt wirklich notwendig war und warum ich das getan habe. Und ich möchte aus diesem Rechtfertigen so ein bisschen raus und ich wünsche mir halt auch da ein bisschen mehr Privatsphäre. Ich fand es sehr gut, dass ich das gemacht habe und ich bereue das auch nicht, aber ich finde das jetzt so ein bisschen vorbei gerade für mich. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt mehr kaufen will oder so, aber einfach, dass ich wirklich nicht immer alles auf dem Silbertablett servieren will und nicht immer 100% durchleuchtbar sein will, was das angeht. Stattdessen möchte ich mehr Fokus setzen auf Achtsamkeit und darauf, wirklich ein glückliches Leben zu führen. Einnahmentechnisch heißt, verschiebt sich das Ganze auch so ein bisschen. Ich bin gerade dabei, mein erstes Produkt fertigzustellen, was ich vertreiben möchte hier auf dem chilenischen Markt. Und zwar habe ich so ein kleines E-Book geschrieben. Also ich habe euch ja erzählt, dass ich ein Buch schreibe und das tue ich auch nach wie vor, aber das Projekt habe ich pausiert und habe stattdessen in der Zeit ein spanisches Buch geschrieben. Und da bin ich gerade in der Korrekturphase, jetzt arbeite ich gerade die Korrekturen ein. Und das geht dann im Januar in den Verkauf hier in Chile online, also ein E-Book. Und dann arbeite ich quasi an dem deutschen Projekt weiter. Warum ich das gemacht habe, ist, weil ich einfach so ein bisschen mehr Cashflow jetzt hier in Chile auch erzeugen wollte. Also ich wollte auch chilenisches Geld sozusagen verdienen. Ich habe auch so ein paar Freelancer-Jobs in Aussicht. Das heißt, ich möchte meine Einnahmen so ein bisschen diversifizieren und mich nicht zu 100% auf meine YouTube-Einnahmen vom deutschen Kanal verlassen. Ich meine, mit dem chilenischen Kanal verdiene ich auch ein bisschen Geld, aber nicht so viel. Und möchte da einfach mehrere Einnahmequellen aufbauen und möchte auch insgesamt natürlich meine Einnahmen steigern. Wer möchte das nicht? Was da dran hängt, natürlich auch mehr Geld sparen, mehr Geld investieren. Ich möchte wieder genau auf meine Ausgaben schauen. Ich habe ja dann in Chile aufgehört, meine Ausgaben zu tracken, weil das einfach alles so vogelwild war. Und mit den ganzen Käufen, Wohnung einrichten, Miete und überall ständig Ausgaben. Es war echt ein ausgabenintensives Jahr und dann auch die ganzen Ausflüge und so. Also unterm Strich war das schon in Ordnung und ich konnte meine Sparziele trotzdem erreichen und wir sind jetzt auch nicht irgendwie arm deswegen. Aber ich möchte in Zukunft einfach wieder so ein bisschen einen Fokus bekommen und einen besseren Überblick, wo mein Geld tatsächlich hingeht. Und das hängt natürlich alles zusammen, ne? Weil mit mehr Ersparten hat man dann wieder mehr zeitliche Freiheit, kann wieder Reisen machen und so weiter und so fort. Also es ist natürlich alles ein Ganzes und als ein ganzes Projekt zu betrachten. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Kapitel dieses Buches. Und ich habe beschlossen, jetzt im kommenden Jahr ein ganz, ganz besonderes Notizbuch anzufangen. Also das war ja einfach nur irgendein Notizbuch, was ich halt gerade da gefunden habe in diesem Touristenshop. Aber ich werde jetzt dieses heilige Büchlein hier anfangen
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal kauft man sich Sachen und die sind dann so besonders, dass man sie nicht benutzen will. Also ich kenne das zum Beispiel vom Geschirr. Manche Leute kaufen sich ganz besonderes teures Geschirr und benutzen es dann nicht. Oder ganz besondere Schuhe, die dann nur zu besonderen Anlässen sind oder so. Und für mich ist dieses Notizbuch hier ja, so ein Fall. Und zwar habe ich das 2014 gekauft, als ich meinen Mann damals in China besucht habe, als er noch in China studiert hat und ich in Finnland. Also das war auch zu der Zeit, wo ich es war, glaube ich, da habe ich ein Jahr YouTube gemacht, also 8, 9 Jahre her. Ja, das habe ich bei einer Backpacking-Reise dann gekauft in so einem kleinen Dorf und die Frau hat mir überall so Stempel reingemacht. Dieses Buch war deswegen so besonders für mich, dass ich das nie benutzen wollte für irgendwas. Aber das hier ist halt auch vom Inhalt her ein extrem wichtiges Buch für mich und es ist halt voll, deswegen möchte ich das weiterführen und habe beschlossen, mein besonderes Notizbuch zu verwenden ab 2023. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder 2,5 Jahre werden, ob das nur ein halbes Jahr wird, ob es ein Jahr wird, ob es 5 Jahre werden. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall wird es ungefähr mit den gleichen Inhalten gefüllt und ich freue mich sehr drauf, das dann auch tatsächlich zu benutzen. Ich kann euch nur empfehlen, auch so ein Buch anzulegen, wenn das ein Thema ist, was euch interessiert. Ich bin jemand, ich habe immer total viele Notizbücher parallel. Ich habe noch ein Projektbuch für Projekte, die ich durchführen will. Ich habe noch ein Tagebuch. Ich habe normalerweise noch so ein ganz dünnes, kleines Notizbuch, was ich immer unterwegs dabei habe. Das ist jetzt aber auch gerade voll geworden, da muss ich mal ein neues besorgen. Dann habe ich noch ein Sketchbook, wo ich zeichne unterwegs oder so. Also ich habe ganz viele verschiedene Notizbücher. Im kommenden Jahr werde ich auch viel reisen. Ich habe ja sehr starken Fokus gelegt jetzt auf Chile im letzten Jahr und meine nähere Umgebung zu erkunden. Das werde ich ausweiten und ich werde den kompletten Februar reisen hier in Chile. Wir werden den Süden bereisen, Patagonien, Feuerland und wahrscheinlich Chiloé, also die sehr bekannten, berühmten Bereiche von Chile und ich freue mich schon drauf, euch da ganz viele spannende Videos drüber zu machen. Außerdem werde ich vermutlich 2023 einen Heimatbesuch machen, da steht das Datum aber noch nicht fest. Und gegebenenfalls, ich will noch nicht zu viel verraten, aber gibt es noch eine Reise in ein Land, in dem ich noch nie war, weil mein Mann da auf einer Konferenz ist und da ich ja örtlich flexibel bin, habe ich beschlossen, ihn da zu begleiten. Da ist aber auch noch nichts Konkretes gebucht. Es wird aber alles wahrscheinlich vor Mitte des Jahres stattfinden. Aber ihr seht es dann, wenn es soweit ist. Ich bin aber auf jeden Fall auch immer noch super glücklich hier in Santiago und eigentlich zieht es mich nicht weg, aber wenn so eine Chance kommt, dann möchte ich das schon ausnutzen. So, mein Kaffee wartet auf mich. Ich habe schon einen ganz trockenen Hals vom vielen Reden. Das war ein super, super langes Video. Ich hoffe, es war spannend für euch und ich hoffe, ihr wisst jetzt so ein bisschen, was euch in diesem Jahr erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall den absolut besten Start ins Jahr, ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft, wenn ihr an euren Zielen arbeitet. Und ich würde mir wirklich für jeden Einzelnen von euch wünschen, dass ihr es schafft, eure Ziele umzusetzen und ein glückliches Leben zu führen. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.